So if you can. Sorry, I forgot I was being translated. 1 second. All right, if we can begin with the silent word of prayer. Wir beginnen mit stillem Gebet. Amen. Amen. So on Friday, when I was listening to Elder Tess, Am Freitag, als ich älteste Test zugehört habe, I was very surprised to hear the question that she asked. war ich sehr überrascht über die Frage, die sie gestellt hat. And that is because it was the same question I was going to ask you. Weil es genau die gleiche Frage war, die ich vorhatte, euch zu stellen. And that question was, what does it mean to pay homage to the papacy? Und die Frage war, wie sieht es denn aus, Ehrerbietung gegenüber dem Papsttum? So zu I geben? don't know how many of you went back and looked at that study, Ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt zurückgegangen sind und dieses Studium sich nochmals angeschaut haben. but we know that repetition deepens the impression. Wir wissen, dass die Wiederholung den Eindruck And verstärkt. so we're going to start off this study by answering that question. Und deswegen beginnen wir jetzt dieses Studium und möchten diese Frage beantworten. So what does it look like to pay homage to the papacy? Wie sieht es also nun aus, dem Papsttum Ehrerbietung Before answering this zu weihen? question, I would like to tell you my main focus, though. Bevor wir nun da starten, möchte ich nun euch meinen Hauptfokus Which will be Hauptaugenmerk looking at the erklären. history of the nativists in the 1800s. Und zwar, wir schauen uns die Geschichte der Nativisten um das By now, I'm sure we've 1800 all an. read the document written by Jared Goldstein. Und wir sollten bis zu dem heutigen Tag diese Abhandlung von On Jared how the Goldstein Constitution gelesen haben, became Christian. nämlich wie die Verfassung christlich wurde. I'm not sure about everyone else, Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es bei euch ist. Oder but when I wie es bei read den this anderen ist. document, I was very surprised. Aber als ich dieses Dokument gelesen habe, war ich sehr überrascht. I was surprised to learn that SDAs were not the only threat to Protestants, Ich war überrascht zu erfahren, dass die STA nicht die einzige Bedrohung für die Protestanten and darstellt. actually shocked to see that Catholics were also a threat. Und ich war also sehr schockiert darüber, dass die Katholiken auch eine Bedrohung darstellten. The reason I decided to look into this history of the nativists Der Grund, warum ich dann mich dazu entschloss, die Geschichte der Nativisten is because I anzuschauen, think it proves and adds evidence to the fact that Catholics were indeed a threat. weil ich da gesehen habe, dass die Katholiken oder dass diese Geschichte hilft zu And verstehen, this dass die history is Katholiken a tatsächlich horrific eine picture of what it looks Bedrohung like when darstellen. Protestant America feels threatened. Und diese Geschichte zeigt nämlich sehr deutlich, wie es aussieht, wenn das protestantische Amerika sich bedroht fühlt. So in reviewing this history, we're going to see horrific events. Wenn wir also nun diese Geschichte wiederholen, werden wir sehr schreckliche Ereignisse erkennen oder sehen. And that occurred because of the perceived threat of a group of people. Und das ist aufgrund dieser wahrgenommenen Bedrohung. So hopefully by Ähm, the end dieser of my Gruppe. presentations, Und so hoffe ich, dass am Ende meines Vortrags you'll see clearly that indeed Protestants felt threatened by the Catholics. es euch möglich ist, dass ihr erkennt, dass die Protestanten sich wirklich von den Specifically the Katholiken bedroht Irish fühlen. Catholics. Und im Besonderen die irischen Katholiken. So there's a quote that we find in volume 5 of the Testimonies. Wir finden ein Zitat von Ellen White im 5. Band der Zeugnisse. It's on page 451. I'm just going to share my screen if I can. Dieses Zitat finden wir auf Seite 451. Ich versuche jetzt hier
meinen Bildschirm mit euch zu teilen. Is it working? 1 second. So, okay. So this is the quote. Hier können wir also One das second. Zitat mitlesen. I'm not sure why. Maybe I can't share the quote with you. Vielleicht klappt das hier leider doch nicht. So we'll just okay, maybe no. Okay. If it doesn't work, that's okay. I just know for myself that I'm a visual learner. Für mich, ich And lerne I like to read. dadurch, dass ich sehe und not dass just ich mitlesen kann und nicht nur, wenn ich zuhöre. Deswegen habe ich versucht, das hier mit euch zu teilen. So I don't know if you're able to see the quote or not. Bin mir nicht sicher, ob ihr das Zitat jetzt schon sehen könnt oder eben nicht, ob das klappt. Tiffany, it's just showing us loading. Is that right? Okay, yeah. It's loading here too. Okay, here we go. So, jetzt So klappt's. I just want to read the bolded part here in the middle. Hier möchte ich nur das Fettgedruckte in der Mitte mit euch lesen. It says, when Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power. Dort heißt es, wenn der Protestantismus seine Hand über die Kluft streckt, um die Hand der römischen Macht zu ergreifen. And then down below it says, our country shall repudiate every principle of its constitution as a Protestant and Republican government. Und dort heißt es dann, unser Land unter dem Einfluss dieser dreifachen Vereinigung So the document on how the Constitution became Verfassung als Christian. protestantische und republikanische Regierung. Dieses Dokument, wie die It showed us Verfassung that it christlich doesn't look wurde, like what we might have thought it would look like. zeigte uns auf, dass es nicht so aussieht, wie wir dachten, Protestants wie dies don't have aussieht. some secret alliance with the papacy. Die Protestanten haben keine geheime Allianz mit dem Papsttum. You know how we have all these different conspiracies where there's secret symbols and handshakes and all of these different things. Ihr kennt bestimmt diese geheimen Handschüttel So when reading und the diese Zeichen document, und all you diese see that Verschwörungstheorien. the Protestant Americans are actually at war essentially with the Catholics. Und wenn man dieses Dokument liest, dann erkennt man eigentlich, dass die amerikanischen Protestanten letztlich sich mehr im Krieg mit dem Papst Okay, so we're going to look first at, again, what I said before, that what it looks like for Protestant America to pay homage to the papacy. Und so wie ich bereits gesagt habe, möchten wir zunächst dieser Frage nachgehen, wie sieht es denn aus, We'll wenn die also be answering Protestanten dem Papsttum huldigen oder ihm also Ehr erweisen? Sorry, can you hear me now? How long was it out? Just repeat your last sentence. Okay, so there are 3 questions that we're going to look at today. Also, wir möchten uns heute 3 Fragen The first one möchten wir is, what anschauen. would it look like for Protestant America to pay homage to the papacy? Die erste Frage ist, wie würde es aussehen, wenn die Protestanten dem Papsttum huldigen würden? How does American history show us that Protestants and Catholics are at enmity with one another? Und wie zeigt uns die Geschichte, dass die Protestanten und die Katholiken miteinander verfeindet sind? And who are the nativists and how do they fit into this picture?
Und dann, wer sind die Nativisten und wie passen sie in dieses Bild? And by answering these questions, Und indem wir dann diese 3 Fragen beantworten, I believe that God's people won't be taken off guard. glaube ich, dass Gottes Volk nicht We have been given Überrumpelt light werden. sent from heaven uns wurde bereits Licht vom Himmel gesandt, to gain the knowledge we need to avoid paying homage to the papacy in the future. um zu wissen, was wir brauchen, beziehungsweise was wir vermeiden müssen, um dem Papsttum in Zukunft nicht mehr zu huldigen. So as we know, history is our safeguard. Und wir wissen, dass die Geschichte unser Schutz darstellt. And a Bible verse that I love to think of is that there's nothing new under the sun. Ein Bibelvers, über den ich sehr gerne nachdenke, lautet nichts Neues unter der So Sonne. Es we gibt will nichts begin Neues by unter der answering the Sonne. first question. Wir fangen nun an, die erste Frage zu beantworten. What does it mean Die erste Frage also, was bedeutet es, to pay homage to the papacy? dem Papsttum zu huldigen oder ihm Ehre zu erweisen? Okay, so we're going to look at a quote from Great Controversy, Wir schauen uns nun als nächstes ein Zitat aus dem großen Kampf an. and you'll find it on page 442. Wir können es im Englischen auf Seite 442 finden. It is the first paragraph. Und dort der erste Abschnitt. Is this the right one? Yes. Okay, so I'll begin to read. The lamb-like horns and the dragon voice of the symbol point to a striking contradiction between the professions and the practice of the nation thus represented. Die lammähnlichen Hörner und die Drachenstimme des Symbols weisen auf einen eklatanten Widerspruch zwischen den Bekenntnissen und der Praxis der so dargestellten Nation hin. The speaking of the nation is the action of its legislative and judicial authorities. Das Sprechen der Nation ist das Handeln ihrer gesetzgebenden und richterlichen Behörden. By such action, it will give the lie to those liberal and peaceful principles which it has put forth as the foundation of its policy. Durch solche Handlungen wird sie die liberalen und friedlichen Prinzipien, die sie als Grundlagen ihrer Politik verkündet hat, Lügen strafen. As we learned from previous studies, Wie wir schon bereits aus früheren Studien gelernt haben, what the US professes and what it does is completely different. was die USA behaupten und was sie letztlich tun, ist komplett unterschiedlich. So it will always profess that it is a free nation Sie werden also and immer that it beteuern, upholds peaceful principles, dass sie eine freie Nation sind und friedliche Prinzipien hochhalten, but we know this is a lie. aber wir wissen, dass dies eine Lüge ist. We also learn from inspiration Wir haben auch von der Inspiration that our gelernt, attention needs to be on the legislative and judicial branches of government. dass unsere Aufmerksamkeit auf der legislativen und der judikativen And not on the gerichtet power sein in the muss. executive branch, which is entrusted to the president. Und nicht auf die Macht der Exekutive zu schauen. Und die Exekutive ist der Präsident. Let's continue reading. Wir lesen das Zitat weiter. Not sure. 1 second. It's
Tiffany, we can't hear you. Sorry, can you hear me? Yeah. Yeah, I can hear you now. Oh, sorry. Okay. We'll start reading. The prediction that it will speak as a dragon and exercise all the power of the first beast plainly foretells a development of the spirit of intolerance and persecution that was manifested by the nations represented by the dragon and the leopard-like beast. Also wir fangen nun an zu lesen. Die Vorhersage, dass es wie ein Drache reden und alle Macht des ersten Tieres ausüben wird, sagt eindeutig eine Entwicklung des Geistes der Intoleranz und Verfolgung voraus, der von den Nationen, die durch den Drachen und das leopardenartige Tier repräsentiert wurden, manifestiert And the wird. statement that the beast with two horns causeth the earth and them that which dwell therein to worship the first beast indicates that the authority of this nation is to be exercised in enforcing some observance which shall be an act of homage to the papacy. Und die Aussage, dass das Tier mit den zwei Hörnern die Erde und alle, die auf ihr wohnen, dazu bringt, das erste Tier anzubeten, deutet darauf hin, dass die Autorität dieser Nation dazu dienen soll, irgendeinen Brauch zu erzwingen, der eine Huldigung des Papsttums So the darstellt. end of this quote tells us Am Ende hier in diesem Zitat sagt es, that when the US enforces some observance, wenn also die USA irgendeine Observanz oder hier auch Brauch übersetzt durchsetzen, the observance in itself will be an act of homage to the papacy. also dieser Brauch an sich ist also dieser Akt der Huldigung dem Papsttum gegenüber. So we're going to skip ahead to another paragraph. Wir gehen nun in einen anderen Absatz. This is 446.1 of Great Controversy. Ein großer Kampf, Seite 446 im Englischen. So the special characteristics of the beast, and there, no, I don't want to start there. I'm going to start only by changing. It's in the middle of the paragraph. Wir fangen inmitten dieses Absatzes an. Only by changing God's law could the papacy exalt itself above God. Nur durch die Änderung des Gesetzes Gottes konnte sich das Papsttum über Gott erheben. Whoever should understandingly keep the law as thus changed would be giving supreme honor to that power by which the change was made. Wer das so geänderte Gesetz verständnisvoll befolgen würde, würde der Macht, durch die die Änderung vorgenommen wurde, die höchste Ehre erweisen. Such an act of obedience to papal laws would be a mark of allegiance to the Pope in the place of God. Ein solcher Akt des Gehorsams gegenüber den päpstlichen Gesetzen wäre ein Zeichen der Treue gegenüber dem Okay, Papst so as we anstelle von can Gott. see here, Also wie wir hier erkennen können, the act of obedience to papal laws dass diese aktive Gehorsam oder dieser Akt des Gehorsams gegenüber diesen päpstlichen would Gesetzen be a mark of allegiance to the papacy. wäre also ein Zeichen der Treue gegenüber dem Papsttum. So what does it mean to pay homage to the papacy? Was bedeutet es also nun, dem Papsttum zu huldigen? Hopefully we can answer this question now. Ich hoffe, dass wir nun diese Frage beantworten können. If the papacy has changed the law of God, Wenn das Papsttum also das Gesetz Gottes verändert hat and you start to observe that law that they changed, und du dann beginnst zu sehen, welches by Gesetz observing sie that law, you will geändert be haben, honoring the power that changed the law. und indem du dieses Gesetz befolgst, gibst du quasi die Ehre demjenigen, der dieses Gesetz geändert hat. Therefore, you will be paying homage to the papacy when you observe their law. Also huldigst du dem Papsttum, wenn du sein Gesetz befolgst. Okay, so we answered the first question. Somit haben wir die erste Frage beantwortet.
And we're now going to review briefly the document by Jared Goldstein. Wir möchten nun sehr kurz dieses Dokument von Jared Goldstein wiederholen. On how the Constitution became Christian. Und zwar mit dem Titel wie die Okay, Konstitution, wie there die are three Verfassung histories christlich wurde. discussed in this document. In diesem Dokument werden 3 Zeitabschnitte behandelt. Okay, so the first history Die erste Geschichte, 1863 geht to von the 1900s. 1863 bis 1900. We'll just put 1950s here, but it's the late 1940s. Bei der zweiten Zeitabschnitt schreibe ich jetzt nur die 1950er, aber es fängt eigentlich schon in den späten 40er Jahren an. And I believe it's 1979 till our time. Und der letzte Zeitabschnitt reicht von 1979 bis heute. Okay, throughout these three histories, Durch diese 3 Geschichten hindurch Jared tells us that there's a perceived threat. erzählt Jared, dass es dort diesen And so there's a Bedrohung wahrgenommen threat wird. in each of these histories. Es gibt also eine Bedrohung in jeder dieser einzelnen Geschichten. So this is Protestant America, Wir sehen also das protestantische But- Amerika, certain movements within Protestant America. aber eben verschiedene Bewegungen innerhalb des protestantischen Amerikas. So, okay, we're going to read the introduction on page 263. Wir lesen nun die Einleitung, die man auf der Seite 263 And findet. it tells us the reason why these movements within Protestantism Und dort wird der Grund genannt, warum diese Bewegung innerhalb des why they Protestantismus, started in the first place. warum sie überhaupt erst entstanden sind. Oder entstanden ist. Let's try this again. All right, so the movement was propelled by concerns over the increasing population and power of Catholics, Jews, Seventh-day Adventists, and religious freethinkers. Die Bewegung wurde durch die Besorgnis über die wachsende Bevölkerung und Macht von Katholiken, Juden, Siebenten-Tags-Adventisten und religiösen Freidenkern angetrieben. Increasing religious diversity generated a variety of challenges to Protestant preeminence, including objections to Christian prayers and Bible readings in public schools, Sabbath observance laws, and religious oaths. Die zunehmende religiöse Vielfalt führte zu einer Reihe von Anfechtungen der protestantischen Vorherrschaft, darunter Einwände gegen christliche Gebete und Bibellesen in öffentlichen Schulen, Gesetze zur Einhaltung des Sabbats und religiöse Eide. Leaders of the Christian Amendment movement considered these challenges to be nothing less than a war on Christianity and therefore an attack on America itself. Die führenden Vertreter der christlichen Änderungsbewegung betrachteten diese Angriffe als einen Krieg gegen das Christentum und damit als einen Angriff auf Amerika selbst. The nation's Christian identity could be saved, the movement argued, if only the Constitution could be made Christian. Die christliche Identität der Nation könne gerettet werden, so die Bewegung, wenn nur die Verfassung christlich gestaltet werden könne. So the Christian Amendment movement Also diese christliche Änderungsbewegung felt threatened. hat sich bedroht gefühlt. They felt like there was a war on Christianity.
Sie fühlten sich so, als gäbe es diesen Krieg gegen das Christentum. And that meant an attack on America itself. Und das bedeutete dann einen Angriff auf And who Amerika did they selbst. feel threatened by? Und von wem fühlten sie sich nun bedroht? The Catholics, Von den Katholiken, the Jews, Juden, Seventh-day Adventists, Siebenten-Tags-Adventisten and free thinkers. und den Freidenkern. So this is what was surprising to me, Das war also das, was mich sehr erstaunte, that Catholics were actually a threat to Protestants. dass die Katholiken letztlich eine Bedrohung für die Protestanten waren. So what is the relationship between Catholics or between the papacy and Protestantism in this time period? Was ist also nun der Zusammenhang oder die Verbindung zwischen den Protestanten und den Katholiken zur So damaligen Zeit? Es war Feindschaft. Many Adventists would have a hard time with this concept Viele Adventisten haben Schwierigkeiten mit diesem Konzept, because in this time period, denn in you jener have Zeit 1888. haben wir 1888. And in 1888, what was happening? Und was geschah im Jahre 1888? The Protestants wanted to pass the Sunday law. Die Protestanten wollten ein Sonntagsgesetz verabschieden. And so if you don't know or understand the history Wenn du die Geschichte nicht kennst between the Protestants and the Catholics, zwischen den Protestanten und den Katholiken, it might be easy for you to believe that they had some secret alliance dann with könnte the es papacy. sehr einfach für dich zu glauben sein, dass sie ein geheimes Bündnis mit dem Papsttum hatten. But as we'll see, that is simply not the case. Aber wir werden sehen, dass dies letztlich nicht der Fall ist. We're going to look at another quote. Wir lesen nun ein weiteres Zitat. This is not the one. Okay, in spite of themselves, Romanists declared that the observance of Sunday by the Protestants is an homage they pay in spite of themselves to the authority of the Catholic Church. Die Romanisten erklären, dass die Einhaltung des Sonntags durch die Protestanten eine Huldigung ist, die sie trotz ihrer selbst der Autorität der Kirche, The katholischen enforcement of Kirche Sunday erweisen. keeping on the part of the Protestant churches is an enforcement of the worship of the papacy of the beast. Die Durchsetzung der Sonntagsheiligung seitens der protestantischen Kirchen ist eine Durchsetzung der Anbetung des Papsttums des Tieres. Those who understand the claims of the fourth commandment choose to observe the false instead of the true Sabbath are thereby paying homage to that power by which alone it is commanded. Diejenigen, die die Forderungen des vierten Gebots verstehen und sich dafür entscheiden, den falschen statt des wahren Sabbats zu halten, huldigen damit der Macht, von der er allein geboten wird. But in the very act of enforcing a religious duty by secular power, Aber gerade dadurch, dass die Kirchen eine religiöse Pflicht durch weltliche Macht the churches durchsetzen, with themselves form an image to the beast. würden sie selbst ein Bild des Tieres formen. Hence, the enforcement of Sunday keeping in the United States would be an enforcement of the worship of the beast and his image. Daher wäre die Durchsetzung der Sonntagspflicht in den Vereinigten Staaten eine Durchsetzung der Anbetung des Tieres und seines Bildes. So here we can see that in spite of themselves, Hier können wir also sehen, dass trotz ihrer selbst they were paying homage to the papacy. sie dem Papsttum gehuldigt haben.
Even though the Protestants may have a disdain for the Catholics, that didn't change the fact. Auch wenn die Protestanten die Katholiken verachteten, änderte dies nichts an der Tatsache. If they forced an observance of a Sunday law, Wenn sie die Einhaltung eines Sonntagsgesetzes erzwungen hätten, they would have been paying homage to the papacy. hätten sie dem Papsttum gehuldigt. In the history of the 1800s, is there a friendship between Catholics and Protestants? Gibt es in der Geschichte der 1800er Jahre eine Freundschaft zwischen Katholiken und Protestanten? We will see that history tells us no. Wir werden sehen, dass die Geschichte uns das Gegenteil beweist. Okay, so now we're going to get into the main purpose of my study. Jetzt fangen wir also mit dem Hauptziel meines Studiums an. How does history show us that Protestants and Catholics are at enmity? Wie zeigt uns die Geschichte, dass Protestanten und Katholiken verfeindet sind? Who are the nativists and how do they fit into this story? Wer sind die Nativisten und wie passen sie in diese Geschichte? We're going to be looking at the persecution of the Catholics, but more specifically the Irish Catholics. Wir werden uns mit der Verfolgung der Katholiken befassen und besonders der irischen Katholiken. And there is another document that's been written by Jared Goldstein. Es gibt noch ein weiteres Dokument, das Jared Goldstein verfasste. And it was shared in the media broadcast group. Und das wurde in der Media Broadcast Gruppe geteilt. And it's entitled Unfit for the Constitution, Nativism and the Constitution from the Founding Fathers to Donald Trump. Der Titel bedeutet auf Deutsch Untauglich für die Verfassung, Nativismus und die Verfassung von den Gründervätern bis Donald Trump. I found this document fascinating and it began my journey into figuring out who the know-nothings were. Ich fand dieses Dokument sehr faszinierend und es hat meine Reise sozusagen begonnen in dieses Studium, wer diese Know-Nothings sind. We're going to start by reading a few quotes from the introduction. Wir werden ein paar Zitate aus der Einleitung oder ein paar Abschnitte aus der Einleitung lesen. Okay. Okay, this is the nativist idea. Hier geht es um die Idee der Nativisten. This article tells the story of an idea. Dieser Artikel erzählt die Geschichte einer Idee. It's an old idea, an ugly idea, and a discredited idea. Es ist eine alte Idee, eine hässliche Idee, eine diskreditierte Idee. It is a nativist idea, and the idea that the United States Constitution was made only for some people, while others should be excluded. Es ist eine nativistische Idee, die Idee, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten nur für einige Menschen gemacht wurde, während andere ausgeschlossen werden sollten. While others should be excluded from entering the country out of suspicion that their race or religion make them likely to harbor hostility to the nation's constitutional principles. Während andere von der Einreise in das Land ausgeschlossen werden sollten, weil man vermutet, dass sie aufgrund ihrer Rasse oder Religion den Verfassungsgrundsätzen der Nation feindlich gegenüberstehen könnten. So who are the nativists? Wer sind also diese Nativisten? Nativists believe that they were the true Native Americans. Die Nativisten glaubten, dass sie die wahren eingeborenen Amerikaner seien, This was despite the fact that they were immigrants themselves. obwohl sie selbst Einwanderer waren. So sometimes they would call themselves real Americans or 100% American or just plain old Americans. Manchmal nannten sie sich selbst als die echten Amerikaner oder die 100%igen Amerikaner oder einfach nur als die alten In Amerikaner. response to the waves of immigration in the mid-19th century, Als Reaktion auf die Einwanderungswellen in der Mitte des 19. Jahrhunderts nativists created political parties and tried to limit the rights of immigrants. gründeten Immigrants.
gründeten die Nativisten eine politische Parteien und versuchten, die Rechte der Einwanderer einzuschränken. All right, we're going to look at, this still is in the introduction of this document. Wir lesen weiter in diesem Dokument und es ist immer noch die Einleitung zu diesem Dokument. So we're going to read this paragraph as well. Wir lesen also den folgenden Abschnitt auch. Roosevelt expressed what has become the conventional understanding of American nationalism. Roosevelt brachte das zum Ausdruck, was heute als konventionelles Verständnis des amerikanischen Nationalismus gilt. That what unites the nation and what makes America America Das, was die Nation eint und was Amerika zu Amerika macht, is a shared devotion to a common creed of liberty, equality, and democracy. ist die gemeinsame Hingabe an ein gemeinsames Glaubensbekenntnis zu Freiheit, Gleichheit und Demokratie. A creed expressed in the Declaration of Independence and the Constitution. Ein Glaubensbekenntnis, das in der Unabhängigkeitserklärung und in der Verfassung zum Ausdruck kommt. In the conventional understanding, the America Creed consists of a universal set of principles that can be embraced by anyone without regard to race, religion, or ancestry. Nach herkömmlichem Verständnis besteht das amerikanische Glaubensbekenntnis aus einer universellen Reihe von Prinzipien, die von jedem ohne Rücksicht auf Rasse, Religion oder Abstammung angenommen werden können. And as Roosevelt claimed, American national identity has always meant devotion to the America Creed and has never been about race or ancestry. Und wie Roosevelt behauptete, bedeutete die amerikanische nationale Identität immer die Hingabe an das amerikanische Glaubensbekenntnis und hatte nie etwas mit As Rasse this oder article Abstammung. shows, however, Wie dieser Artikel jedoch zeigt, for most of American history, the dominant view that has guided American policies has been the nativist belief that only people who share the nation's dominant ethnicity and religion are capable of constitutional devotion, while others must be excluded because of the dangers they are suspected to pose to the nation's fundamental values. war die vorherrschende Ansicht, die die amerikanische Politik geleitet hat, während des größten Teils der amerikanischen Geschichte die nativistische Überzeugung, dass nur Menschen, die die vorherrschende ethnische Zugehörigkeit und Religion der Nation teilen, zu verfassungsmäßiger Hingabe fähig sind, während andere aufgrund der Gefahren, die sie vermutlich für die Grundwerte der Nation darstellen, ausgeschlossen werden müssen. An example of this is in the 1840s. Ein Beispiel dafür finden wir in den 1840er Jahren. The Know-Nothings. Und dort gab es diese Know-Nothings. So they're a nativist political party, Sie waren eine nativistische politische Partei. and they opposed Irish immigration Sie sprachen sich gegen die Einwanderung aus Irland based on a aus. belief that Catholicism was incompatible with the Constitution. Sie glaubten, dass der Katholizismus nicht mit der Verfassung vereinbar ist. So before we dive into the Know-Nothings, Bevor wir uns also nun mit diesen Know-Nothings beschäftigen, we're going to review history that's prior to that time. werden wir uns die Geschichte anschauen, die vor dieser So I'm Zeit going to passiert. draw a timeline, Ich möchte jetzt also eine Zeitlinie zeichnen. and it's just a timeline showing different events that occurred. Es ist eine Linie, die jetzt einige Ereignisse aufzeigt. And these events will show that Protestants did indeed feel threatened by the Catholics. Und diese Ereignisse sollen dann aufzeigen, dass die Protestanten sich wirklich von den Katholiken bedroht Specifically gefühlt the haben. Irish Catholics. Und ganz im Besonderen von den irischen Katholiken. My hope is that this history will indeed show us Ich hoffe, dass diese Geschichte uns wirklich aufzeigt, that there is no friendship between the Catholics and Protestant America.
dass es da keine Freundschaft zwischen dem Katholizismus und dem And these are amerikanischen just a few Protestantismus gab. events that promote the nativist idea. Und das sind dann also einige Ereignisse, die diese nativistische Idee aufzeigen. Okay. Oder Ereignisse, die diese nativistische Idee gefördert haben. I'm going to leave that there. Okay, hopefully. Okay, so this is the Dark Ages. Das hier ist also das dunkle Mittelalter. And in Massachusetts, I can't really say that. There was a law passed in 1700. Im 1700 wurde ein Gesetz in Massachusetts erlassen. And it forbade the Catholics to, you can see that, it forbade the Catholics to reside in the colony. Dieses Gesetz hat den Katholiken verboten, sich in der And Kolonie the penalty for aufzuhalten. them was imprisonment and execution. Die Bestrafung war dann Gefängnis und Hinrichtung. So. We'll just say that they were banned, I guess. Also sie wurden verbannt. Then we have 1798, which the dark ages have ended. Dann haben wir 1798, wo das dunkle Mittelalter aufhört. And in 1831, Und 1831 you have St. Mary's Catholic Church. Sehen wir die St. Mary's Church. Burnt to the ground. Wie sie bis auf die Grundmauern niederbrannte. So this church was in New York. Diese Kirche befand sich in New York. And actually beginning in the 1830s, Und Anfang the city had 1830er. experienced several outbreaks of riots and violence. hatte die Stadt mehrere Gewaltausbrüche erlebt. And this was led by nativists against the Catholics. Und diese wurden von Nativisten angeführt gegen die So Katholiken. after this church was burned, Nachdem also diese Kirche niederbrannte, they rebuilt it, haben sie wieder aufgebaut and they actually set up a brick wall that protected it. und haben eine Ziegelmauer aufgerichtet als Schutz für diese Kirche. There were frequent brawls and street riots between the Protestants and Catholics. Es gab häufige Schlägereien und Straßenkrawallen zwischen den Protestanten und Katholiken. And this led them to form a self-defense group in 1836. Und dies führte dazu, dass sie eine Selbstverteidigungsgruppe gründeten im Jahre 1836. So this shows us how bad the situation was. Das zeigt also auf, wie schlimm die Situation eigentlich In war. following years, Und in den folgenden Jahren nativist mobs had advanced on St. Patrick's several times. stürmten dieser nativistische Mob mehrmals die St. Patrick's Kirche, but were turned back after receiving reports
that armed Irish defenders were behind the walls. Wurden dann aber zurückgeschlagen, als sie erfuhren, dass es sich bewaffnete irische Verteidiger hinter der Mauer befanden. So the Irish were behind the walls protecting the cathedral. Also die Iren befanden sich hinter der Mauer, um diese Kathedrale zu beschützen. And so when mobs would try to attack, Als also dieser Mob versuchte they would realize that zu and then they would stürmen, run away. haben sie das aber realisiert und sind dann weggerannt. Another event, Ein weiteres Ist in- Ereignis, 1834. Fand im Jahre Okay, and this is 1834 regarding the statt. Ursuline Covenant riots. Und hier geht es um das Ursulinenkloster. So the Ursuline convent riot, sorry. Also dieses Ursulinenkloster. So this happened in Charlestown, Und das Ganze fand nun in Charlestown statt, near Boston. welches sich nahe Boston And befindet. this convent was also burnt to the ground, it was ruined. Und dieses Kloster wurde auch niedergebrannt, also es befand sich in The night Trümmern. before, a Protestant mob sacked it and burned it to the ground. In der Nacht zuvor hatte ein protestantischer Mob dieses Kloster geplündert So the und nuns bis auf that die lived Grundmauer there and the niedergebrannt. students Die Nonnen, were forced to flee for their lives. die Nonnen, die dort lebten und ihre Schülerinnen waren gezwungen, um ihr Leben zu fliehen. The rioters were mostly poor Yankee laborers Die Randalierer waren zumeist arme Yankee-Arbeiter, who feared and hated Irish Catholic immigrants. die irische katholische Einwanderer Even though fürchteten some und of hassten, Boston's wealthiest Protestants sent während their daughters to this academy. einige der wohlhabendsten Protestanten aus Boston ihre Töchter auf diese Akademie schickten, Most Yankees harbored a deep prejudice against Catholics. hegten die meisten Yankees ein tiefes Vorurteil gegen Katholiken, Since they were constantly suspicious of popery. sie waren dem Papsttum ständig misstrauisch. And because of this, they were eager to hear malicious rumors that began to spread about this convent. Und deswegen waren die Protestanten in Boston begierig darauf, die bösartigen Gerüchte zu hören, die über das Kloster entstanden. So there are various causes that led indirectly to its destruction. Es gab also verschiedene Gründe, die indirekt zur Zerstörung führten, But among the most prominent were rumors. aber einer der wichtigsten Gründe waren Gerüchte. The rumor was that nuns were being confined against their will, Das Gerücht besagte, dass die Nonnen gegen ihren Willen eingesperrt wurden. so they actually had people that went to investigate this. Und sie hatten also auch Leute, die And they diesbezüglich interviewed a sister Nachforschungen there, anstellten. Sister Mary, Sie haben Schwester Mary dazu befragt and she informed them that she was at liberty to leave the institution anytime she chose. und sie teilte ihnen mit, dass es ihr freistehe, die Anstalt jederzeit zu verlassen, wenn sie es So they wolle. left perfectly satisfied in their own minds Sie verließen also die Einrichtung mit der Überzeugung, that the rumors were definitely erroneous and the reports were not true. dass die im Umlauf befindlichen Gerichte oder Gerüchte eben falsch waren, aber es war zu spät, um die Öffentlichkeit
darüber zu informieren. But it was too late to notify the public of the results of the visit Aber, before the attack. okay, aber es war zu spät, die Öffentlichkeit über diese Ereignisse des Besuchs zu informieren und zu spät eben vor So- dem Angriff. They wanted to inform the public that everything's okay, Sie wollten also die Öffentlichkeit informieren, dass eigentlich alles in Ordnung ist, but it was too late. aber es war zu spät. What I found fascinating when I was doing this study Was jetzt für mich faszinierend war, als ich dies studierte, is that a lot of the events dass viele dieser Ereignisse, how do I say this? They did, some of them occurred because of lies einige davon fanden statt wegen Lügen or definitely lies or rumors definitely made the situation worse. oder zumindest haben Gerüchte bzw. diese Lügen die ganze Situation noch verschlimmert. And we know for our time period, Und wir wissen, dass für unsere Zeitperiode our test is equality, unser Test ist die Gleichberechtigung, but the base of that test comes in which stream of information we choose. aber die Grundlage dieses Testes ist, in welchem Informationsstrom wir uns befinden. So if the information we're receiving is a conspiracy theory, Wenn die Information, die wir empfangen, eine Verschwörungstheorie ist, we won't be on the right side of equality. dann werden wir uns nicht auf der richtigen Seite der Gleichberechtigung befinden. And by believing some of these conspiracies Und wenn or wir rumors, diese Verschwörungstheorien oder Gerüchte Glauben schenken, horrible things can take place. dann können schreckliche Dinge passieren. So I'm under the assumption that I speak until now is a break, correct? And then we meet again at 11. Ich glaube, dass wir jetzt hier eine Pause machen und dann treffen wir uns wieder zur vollen Stunde. So I'm just gonna stop here and we'll pick up where we left off. Wir werden also hier jetzt aufhören und nachher einfach dort weitermachen, wo wir jetzt aufgehört So haben. if we can just kneel in a Lasst word uns of also prayer. zum Gebet niederknien. Okay. God of heaven, Gott des Himmels, I thank you so much for the opportunity to look into history. ich danke dir für die Möglichkeit, in die Geschichte hineinzuschauen. I thank you for sending us light from heaven, Danke dir, dass du uns Licht vom Himmel schickst, that we can understand, by understanding the past, we can understand the future. und so dass wir dann dadurch, dass wir die Vergangenheit verstehen, auch die Zukunft verstehen. I pray for all of us, Lord, that we would have our eyes open Ich bitte dich für alle von uns, dass wir unsere Augen öffnen und offen halten to the truths that you're trying to teach us. für die Wahrheiten, die du versuchst, uns zu lehren. May we understand them Mögen wir sie verstehen, so that we can share them. sodass wir sie dann anderen weitergeben In können. Jesus' name I pray. In Jesu Namen bitte ich. Amen. Amen.